Habt ihr euch schon mal gefragt, woher ein Zug eigentlich weiß, wann er fahren darf? Hallo, ich bin's, Peter Lesky, echter Lokführer bei DB Regio und heute erkläre ich euch mal ETCS. Im klassischen Bahnbetrieb funktioniert das in der Regel ähnlich wie im Straßenverkehr, mit Lichtsignalen. Hier sehen wir zum Beispiel ein Einfahrsignal. Das grüne Licht erlaubt die Einfahrt. Die Zahl darüber zeigt die Geschwindigkeit an. Doch wie funktioniert der Zugverkehr, wenn an der Strecke keine Lichthauptsignale mehr stehen? Also so wie hier in Märklingen auf der Schwäbischen Alb. Stattdessen Halttafeln und Blockkennzeichen, die lediglich in seltenen Ausnahmefällen zur Orientierung dienen. Und trotzdem weiß der Zug bzw. der Triebfahrzeugführer genau, ob er fahren darf oder nicht. Dank ETCS. ETCS steht für European Train Control System. Die Idee dahinter ist simpel. Der Triebfahrzeugführer bekommt alle wichtigen Streckeninformationen direkt auf seinem Display im Führerstand angezeigt. Er sieht dort, wie schnell er fahren darf und wie weit seine Fahrerlaubnis reicht. So braucht es keine Lichthauptsignale mehr entlang der Strecke. Damit Züge sicher fahren können, ist jede Strecke in sogenannte Blockabschnitte eingeteilt. In jedem dieser Abschnitte darf immer nur ein Zug gleichzeitig unterwegs sein. Die Sicherungstechnik überwacht diese Blöcke. Im klassischen Bahnbetrieb zeigt ein Lichtsignal den Triebfahrzeugführer beispielsweise an: Der nächste Block ist frei, du darfst einfahren. Unter ETCS bekommt der Triebfahrzeugführer das auf seinem Display angezeigt. Die Informationen auf dem Display kommen vom Bordcomputer. Dieser weiß nicht nur, wie lang der Zug ist und wie gut er bremsen kann, er überwacht zudem die Strecke und die Geschwindigkeit und kommuniziert per Funk mit dem Radio Block Center. Kurz RBC. Das ist die ETCS-Streckenzentrale, die mit dem Stellwerk verbunden ist und die Fahrerlaubnis für alle Züge in ihrem Bereich verwaltet. Damit ein Zug mit ETCS fahren kann, muss also sowohl der Zug als auch die Strecke mit ETCS-Technik ausgestattet sein. Auf der Strecke selbst sind sogenannte Eurobalisen verlegt. Kleine gelbe Kästen, die im Gleis eingebaut sind und als elektronischer Orientierungspunkt dienen. Das funktioniert wie ein RFID-Chip, ohne eigene Stromversorgung. Beim Drüberfahren werden die Balisen von einer Antenne am Fahrzeugboden mit Energie versorgt und senden ihre gespeicherten Daten an das Fahrzeug. Im Bahnknoten Stuttgart wird ETCS in der Ausprägungsstufe Level 2 eingeführt, die höchste und leistungsfähigste Stufe. Bei ETCS Level 2 braucht es keine Lichthauptsignale mehr, so wie auf der Strecke zwischen Wendlingen und Ulm. Der Zug kommuniziert kontinuierlich per Funk mit dem Radio Block Center. Die Fahrerlaubnis wird drahtlos an das Fahrzeug übertragen und dem Triebfahrzeugführer auf dem Display im Führerstand angezeigt. Die Balisen dienen bei ETCS Level 2 hauptsächlich der Fahrzeugortung. Lichtsignale können optional als Rückfallebene für Rangier- oder Sonderbetrieb vorgesehen werden, sind für den regulären Betrieb unter ETCS Level 2 jedoch nicht erforderlich. Hier erkennt man, der Zug darf in den Bahnhof einfahren. Diese Info kam per Funk beim Fahrzeug an und gleichzeitig weiß das RBC, dass der Zug unterwegs ist und wo genau er sich befindet. Je kürzer die Blockabschnitte sind, desto mehr Züge können grundsätzlich auf einer Strecke fahren. Mit ETCS lassen sich deutlich mehr Blockabschnitte einrichten. Wenn dabei auf Lichtsignale verzichtet wird, ist die Blockteilung flexibler. Das trägt maßgeblich dazu bei, dass die Kapazität steigt und der Betrieb präziser wird. Wenn der Bordcomputer genau weiß, wie schnell er fahren darf und wo er anhalten muss, kann der Betrieb auch automatisiert werden. Mit der Automatic Train Operation, kurz ATO, sind wie beim Auto verschiedene Stufen des automatisierten Fahrens möglich. Beim digitalen Knoten Stuttgart wird bereits Technik für den halbautomatischen Zugbetrieb vorgesehen. Der Zug kann dann eigenständig am Bahnsteig anhalten, aber es wird noch immer ein Triebfahrzeugführer benötigt. Schon heute braucht es auf der Schnellfahrstrecke zwischen Wendlingen und Ulm keine Lichthauptsignale mehr. Künftig gilt das auch für große Teile des Stuttgarter Bahnknotens, denn ETCS ist der nächste große Schritt. Digital, sicher und bereit für die Zukunft.